Hallo, mein wertvoller Freund. In diesem Video werden wir uns damit beschäftigen, was die jüdische Religion mit sich bringt, was für eine Glaubensform sie ist und was sie dem Menschen geben kann. Lass uns beginnen. Im Inneren des Menschen gibt es eine dunkle Leere, die unaufhörlich Fragen stellen will. Und selbstverständlich will sie die Antworten auf diese Fragen hören. Eine dieser Fragen lautet: Woher kommt die Kraft, die uns ruft? An den verschiedensten Orten der Welt haben Menschen Götter gesehen, Rituale geschaffen und die Sterne als Zeichen gedeutet. Doch in den steinigen Tälern des Nahen Ostens brannte ein völlig anderes Feuer. Hier suchten die Menschen am Himmel nicht nach vielen Stimmen, sondern nach einer Spur, einer Willenskraft, die selbst dann spürbar bleibt, wenn sie schweigt. Der erste Funke des Judentums entstand genau inmitten dieser stillen Suche. Die Gruppe, die wir heute als Israeliten kennen, besaß anfangs weder große Tempel noch ausgeprägte Mythologien wie die benachbarten Zivilisationen. Sie bestanden vor allem aus wandernden Familien, die die Geschichten ihrer Vorfahren im Gedächtnis trugen. Doch diese Geschichten waren keine gewöhnlichen Erinnerungen. Sie bildeten die ersten Steine einer tiefen Erkenntnis. Die Welt, in der Abraham lebte, war voller Götter. Jede Stadt hatte ihre eigene Schutzmacht, ihren heiligen Berg, ihre Rituale. Menschen versuchten, die Launen dieser Götter zu verstehen, suchten mal mit Opfergaben, mal mit Angst nach deren Gunst. Aber Abrahams Fragen gingen weiter. Wenn das Universum wirklich Sinn hat, warum ist dieser Sinn so zerteilt? Am Himmel schien nur eine Sonne. Warum sollte es dann auf der Erde so viele Götter geben? Es war kein Ruf aus Palästen, sondern der Wind zwischen einfachen Zelten, der ihn berührte. Kein hörbarer Klang, sondern eine innere Erschütterung, beunruhigend und doch beruhigend zugleich. Je mehr Abraham darüber nachdachte, desto mehr verlor die alte Götterwelt ihren Schatten. Er begann zu glauben, dass diese vielen Götter keine unabhängigen Mächte waren, sondern missverstandene Ausdrücke einer einzigen, größeren Quelle. Dieser Gedanke war der Beginn eines Wandels, der die kommenden Jahrtausende prägen würde. Abraham ging keine breiten Straßen entlang. Jeder Sandkornstoß in der Wüste schien ihm zuzuflüstern: Glaube ist nicht der Ritus einer Menge, sondern die Prüfung eines Einzelnen. Er begann zu erkennen, dass Ereignisse kein Zufall waren, sondern Teil eines Planes, der das Herz der gesamten Menschheit berührte. Dieser Plan war streng, aber nicht ungerecht. Der Gott, den er spürte, war keiner, der Menschen beherrschen wollte, sondern einer, der sie durch ihre eigenen Entscheidungen reifen lassen wollte. Damit entstand die große Frage, die das Fundament des Judentums bildet: Bereitet Gott den Menschen auf eine Prüfung vor, oder nähert sich der Mensch Gott, um mit seiner eigenen Dunkelheit konfrontiert zu werden? Die Nachkommen Abrahams vergaßen diesen Ruf nicht. Über Generationen hinweg wuchs die Bedeutung der überlieferten Geschichten. Die Jahre der Unterdrückung in Ägypten verwandelten den Wunsch nach Freiheit in ein brennendes Verlangen, doch Freiheit bedeutete nicht nur, dem Pharao zu entkommen. Der Mensch musste auch den eigenen inneren Fesseln entkommen. Die Schatten, die zwischen den Steinmauern Ägyptens wuchsen, spiegelten sich in der menschlichen Seele wider. Deshalb war die Befreiung nicht nur ein äußerer Aufbruch, sondern ein innerer. Die Geschichte von Mose markiert den entscheidenden Punkt dieser Suche. Seine Erkenntnis kam nicht aus dem Lärm eines Wunders, sondern aus einer langen, tiefen Stille. In der Einsamkeit des Sinai fallen alle Masken. Das Rauschen des Windes, das Knistern des Feuers, die schwere Stille des Himmels, all das erinnerte Mose an etwas. Gott beobachtet nicht aus der Ferne. Gott ist in den Entscheidungen des Menschen selbst. Die Gebote, die er dort empfing, wurden zu den Grundpfeilern der Identität dieses Volkes. Sie waren nicht bloß gesellschaftliche Regeln, sie waren ein Kompass, um die innere Dunkelheit des Menschen zu zähmen. Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit,
Das alles waren nicht nur moralische Tugenden, sondern die Bausteine eines Bundes zwischen Mensch und Gott. Der Mensch musste das Böse nicht nur in der Welt, sondern vor allem in sich selbst überwinden. Hier begann sich das Judentum deutlich von anderen Religionen zu unterscheiden. Denn in diesem Glauben sprach Gott nicht, um Angst zu erzeugen, sondern um den Menschen zur Selbstreflexion, zum Denken und zur Einsicht zu führen. Um Gott nahe zu sein, brauchte der Mensch keine großen Rituale. Er brauchte nur die Ehrlichkeit der eigenen inneren Stimme. Die in der jüdischen Tradition erzählte Reise ist nicht nur die Geschichte des Auszugs aus Ägypten, sondern auch die Geschichte des Auszugs des Menschen aus seinem eigenen Inneren. Denn Freiheit bedeutet weit mehr, als nur eine Grenze zu überschreiten. Sie bedeutet, den eigenen Ängsten ins Gesicht zu sehen. Als die Israeliten Ägypten verließen, zerbrachen zwar ihre äußeren Ketten, doch die innere Gefangenschaft blieb bestehen. Jeder Schritt durch die Wüste war wie eine Prüfung, die sie weniger nach außen als immer weiter in ihr eigenes Inneres führte. Die Jahre in der Wüste gelten deshalb als die entscheidendste Phase im jüdischen Glauben. Denn die Wüste macht alles schlicht. Es gibt keine Mauern, die Schutz bieten, und keinen Lärm, der ablenkt. Wenn der Mensch allein ist, beginnen all die Wände, hinter denen er sich versteckt, langsam zu bröckeln. Auch die Israeliten begannen in dieser kargen Landschaft Gott nicht nur als eine Stimme am Himmel, sondern als eine innere, leitende Kraft wahrzunehmen. Jede Prüfung, jede Hungersnot, jeder Durst, jeder Zweifel machte den Kampf zwischen Dunkelheit und Licht im Menschen sichtbar. Die Nächte in der Sinai-Wüste trugen eine tiefe Stille. Die Sterne lagen schwer über dem Himmel und der Wind trug den Sand wie einen feinen Schleier davon. In einer dieser Nächte kehrte Mose mit den Geboten vom Berg zurück zu seinem Volk. Doch er brachte nicht nur Regeln mit sich, sondern einen Bund. Dieser Bund, der später als der Bund oder Ahit bezeichnet wurde, schuf eine unauflösliche Verbindung zwischen Gott und seinem Volk. Sein Kern war folgender: Der Mensch sollte Gott nicht nur durch Rituale erkennen, sondern vor allem durch sein Verhalten. Und Gott würde als stiller Begleiter an seiner Seite stehen. Dieser Bund wurde zu einem der zentralen Elemente der jüdischen Identität. Denn Gott sah den Menschen nicht als einen Sklaven, sondern als einen Partner mit Verantwortung. Wenn der Mensch das Gute wählte, wurde der Bund stärker. Wählte er das Falsche, schwächte sich die Verbindung. Gott wurde zu einem Wesen, das auf menschliches Handeln reagiert, und der Mensch zu einem Subjekt, das sein eigenes Schicksal beeinflussen konnte. Das Universum war nicht länger das Spielfeld launischer Götter, sondern ein Raum gegenseitiger Verantwortung. Im Laufe der Zeit vertiefte sich dieses Bewusstsein des Bundes im Inneren des Volkes. Jede Gesetzesregel reichte bis in die kleinsten alltäglichen Details: Nachbarschaft, Gerechtigkeit, Umgang mit Schulden, Ruhezeiten für das Land, Mitgefühl für die Schwachen, Begrenzung der Macht der Starken. Diese Gebote sollten nicht einfach eine gesellschaftliche Ordnung schaffen, sie sollten dem Menschen helfen, seine eigenen inneren Neigungen zu meistern. Denn im jüdischen Denken war das Böse kein äußerer Schatten, sondern eine Neigung, die aus dem Inneren des Menschen kam. Deshalb waren die Gesetze keine Zwangsmittel, sondern ein Spiegel, der den Menschen seine eigene Dunkelheit erkennen ließ. Gerechtigkeit diente nicht nur der Bestrafung, sondern der Bewahrung des Gleichgewichts. Mitgefühl galt nicht als Schwäche, sondern als Weg, Gott näher zu kommen. Diese bis ins kleinste Detail reichende Ordnung wurde im Laufe der Geschichte zu einem unsichtbaren Gerüst, das die jüdische Identität und Widerstandskraft zusammenhielt. Doch wie jedes System musste auch dieses Prüfungen bestehen. Wenn das Volk die gegebenen Versprechen erinnerte, wurde es stärker. Wenn es sie vergaß, begann es auseinanderzufallen. In Zeiten der Abkehr traten die Propheten auf.
Sie waren keine gewöhnlichen Seher, sondern die Stimmen des Gewissens der Gemeinschaft. Sie sagten nicht nur zukünftige Ereignisse voraus, sondern warnten vor der Dunkelheit im Inneren des Menschen. Jeder Prophet erinnerte an das Urversprechen: Im Zentrum des Weges steht nicht Gott, sondern deine Entscheidungen. Diese Stimmen warnten das Volk nicht nur vor politischen Gefahren, sondern auch vor innerem Zerfall. Denn ihre eigentlichen Gegner waren nicht Armeen, sondern unsichtbare Schatten wie Ungerechtigkeit, Hochmut und Gleichgültigkeit. Ihre Worte wurden später in die Heiligen Schriften eingearbeitet und bildeten das Gedächtnis, die Reflexion und den Glaubenskern der jüdischen Tradition. Mit dieser Zeit begann das Judentum nicht mehr nur der Glaube eines wandernden Volkes zu sein, sondern eine Denkweise, die die innere Welt des Menschen formt. Die Frage wandelte sich nicht mehr: Wohin führt uns Gott?, sondern: Wie gehen wir den Weg, den Gott uns zeigt? Das Exil gehört zu den zerbrechlichsten und zugleich prägendsten Konzepten der jüdischen Geschichte. Denn Exil bedeutet nicht nur aus einem Land gerissen zu werden, sondern auch aus dem eigenen Inneren herausgerissen zu sein. Für jene, die nach Babylon verschleppt wurden, ging nicht nur ein Stück Land verloren, auch ihre Identität, ihre Gewohnheiten, der Rhythmus ihrer Sprache, die Heiligkeit des Tempels und die sichtbare Verbindung zu Gott versanken plötzlich in tiefer Stille. Die Zerstörung Jerusalems war nicht der Einsturz eines Gebäudes, sondern der Bruch einer ganzen Welt. Diese Erschütterung öffnete die Tür zu einem radikalen Neudenken innerhalb des jüdischen Glaubens. Bis dahin führte der Weg zu Gott über den Tempel, über Opfer und kollektive Rituale. Als der Tempel zerstört war, häuften sich die Fragen: War Gott an einen Ort gebunden oder war er ein unsichtbarer Atem, der das Volk überall hin begleitete? Diese Fragen schufen in den Köpfen der Exilierten eine Tiefe, die sie zuvor nie gekannt hatten. In dieser Zeit wurde das Schreiben zum neuen Tempel der Erinnerung. Um das Verlorene zu bewahren, begann man es aufzuschreiben. Geschichte, Erzählungen, die Worte der Propheten, Gesetze, Lieder, alles wurde gesammelt und zu einem einzigen Text verwoben. Das Werk, das aus diesem langen Prozess hervorging, wurde später Tanach genannt. Zum ersten Mal wurde das Heilige nicht durch Stein, sondern durch Sprache getragen. Die Stimme Gottes lebte nicht mehr in den Mauern eines Tempels, sondern auf den Zungen und in den Gedanken der Menschen. Das Exil war nicht nur eine Zeit der Trauer, es war auch eine Phase, in der das jüdische Denken seine klarste Form gewann. Denn Schmerz zieht den Menschen von der Oberfläche in die Tiefe. In Babylon begannen die Denker des Volkes, Schuld und Verantwortung neu zu interpretieren. Das Unglück, das über das Volk gekommen war, wurde nicht mehr nur als äußere Gewalt verstanden, sondern als natürliche Folge menschlicher Entscheidungen. Gott erschien nicht mehr als strafende Macht, sondern als ein Führer, der den Menschen mit seinen eigenen Taten konfrontierte. In dieser Epoche erhielt der Glaube an den einen Gott eine viel stärkere metaphysische Struktur. Gott wurde nicht nur als der Gott Israels verstanden, sondern als der alleinige Herrscher des gesamten Universums. Jeder Ort, an dem die Sonne aufging, galt als Spiegel seines Willens. Die Zeit floss nach seiner Ordnung, die Geschichte folgte seinem Weg. Zum ersten Mal bekam das Judentum damit eine kosmische Dimension. Der Mensch war nicht nur für sein eigenes Schicksal verantwortlich, sondern für die gesamte Schöpfung. Als die Juden im Exil auf die reiche Kultur Babylons trafen, verloren sie ihren Glauben nicht. Sie vertieften ihn, indem sie ihn verglichen. Zwischen der polytheistischen Welt Babylons und ihrer eigenen monotheistischen Sicht entstand keine Mauer, sondern ein Bewusstsein. Dieses Bewusstsein machte das Wesentliche ihres Glaubens klarer als zuvor. In einer Welt voller Kräfte gibt es dennoch nur eine letzte Quelle. Ordnung entsteht nicht durch Zufall, sondern durch göttliche Weisheit. Eine der sichtbarsten Folgen dieser Zeit
war die Veränderung des Gebets. Der Tempel war zerstört, aber das Gebet blieb. Beten bedeutete nicht länger, Gott an einem bestimmten Ort zu begegnen, sondern die eigene, zerbrechliche Stimme zu ihm zu tragen. In den dunklen Nächten des Exils galt jedes stille Gebet als ein Licht. Die Menschen erkannten, dass man Gott nicht durch einen Altar erreicht, sondern durch ein ehrliches Herz. Mit der Zeit wuchsen im Exil Kinder heran, die Jerusalem nie gesehen hatten. Und doch bauten sie die Stadt in ihrer Erinnerung wieder auf. Jerusalem wurde weniger zu einem Ort als zu einem Ideal. Die Hoffnung auf eine Rückkehr wurde zu einem unsichtbaren Band, das das Volk zusammenhielt. Hoffnung war im jüdischen Denken nicht nur ein Gefühl, sondern der Glaube daran, dass Gottes Ordnung sich eines Tages erfüllen würde. Als das Exil schließlich endete und das Volk nach Jerusalem zurückkehrte, waren die Heimkehrenden nicht mehr dieselben wie die Fortgegangenen. Die Bedeutung des Tempels hatte sich verändert. Der Glaube war aus dem Schatten eines Gebäudes herausgetreten und zu einem inneren Raum geworden. Diese Verwandlung wurde zu einer der größten Kräfte, die das Judentum über die folgenden Jahrhunderte hinweg am Leben halten sollte. Denn als der Mensch den Ort verlor, lernte er, die Wahrheit in sich selbst aufzubauen, und diese Wahrheit war fortan durch kein Exil mehr zu zerstören. In der römischen Epoche waren die Juden längst nicht mehr nur in ihrem eigenen Land zu finden, sondern als verstreute Gemeinschaft über die ganze Welt verteilt. Doch diese Zerstreuung schwächte ihren Glauben nicht. Im Gegenteil, sie machte ihn tiefer und widerstandsfähiger. Denn das Judentum gründete seine Existenz nicht auf ein bestimmtes geografisches Gebiet, sondern auf Erinnerung, Rituale und Schrift. Jerusalem blieb der Kompass, der die Richtung vorgab, doch der Glaube selbst war nicht in den Mauern einer Stadt eingeschlossen. Wohin auch immer ein Mensch ging, er trug den Bund mit Gott in sich. Unter römischer Herrschaft lebte die jüdische Welt zwischen zwei Spannungsfeldern. Auf der einen Seite die starke und oft unterdrückende Macht des Imperiums, auf der anderen Seite die inneren kulturellen und religiösen Auseinandersetzungen des eigenen Volkes. Pharisäer, Sadduzäer, Essener und kleinere Gruppen, alle glaubten an denselben Gott und lasen dieselben Schriften, doch ihre Auslegung der heiligen Worte unterschied sich grundlegend. Diese Vielfalt spaltete das Judentum nicht, sondern machte es komplexer, tiefer und fragender. Die Pharisäer vertraten die Ansicht, dass die mündlichen Traditionen ebenso bedeutend seien wie die schriftlichen Gebote. Für sie konnte das Gesetz nicht nur aus geschriebenen Worten bestehen, es musste entsprechend den sich wandelnden Bedürfnissen der Gesellschaft ausgelegt werden. Die Sadduzäer hingegen, als Priester des Tempels, hielten an einer konservativeren Linie fest. Sie wollten die Ordnung bewahren und standen den späteren mündlichen Auslegungen distanziert gegenüber. Die Essener wiederum zogen sich in die Wüste zurück und gründeten asketische Gemeinschaften, überzeugt davon, dass ein vollkommen reines Leben die einzige Möglichkeit sei, Gott wirklich nahe zu kommen. Die Tatsache, dass ein und derselbe Text so viele verschiedene Spiegelungen hervorbrachte, wurde zu einem Kernmerkmal der inneren Dynamik des Judentums. Als der Druck Roms stärker wurde, entstanden neue Formen der Hoffnung. Das Konzept des Messias erhielt in dieser Zeit eine klarere Gestalt. Die in den alten Schriften erwähnte Figur des Gesalbten, der von Gott erwählte Erlöser, wurde nun nicht mehr nur als religiöses Symbol verstanden, sondern auch als politische Sehnsucht. Viele glaubten, ein zukünftiger von Gott bestimmter Führer würde das Volk aus dem Schatten der Römer in die Freiheit führen. Doch die jüdische Tradition schützte gleichzeitig ein wichtiges Prinzip. Der Messias war nicht einfach ein König, nicht bloß ein Krieger oder Held. Er war ein Zeichen dafür, dass Gottes Ordnung wieder sichtbar werden würde. Diese Hoffnung fand in verschiedenen Teilen der Gesellschaft unterschiedliche Ausdrucksformen.
Einige erwarteten einen militärischen Befreier, andere eine spirituelle Erneuerung. Doch in allen Vorstellungen lag ein gemeinsamer Kern. Die Menschheit bewegte sich auf eine große Ordnung zu, und diese Ordnung war in den heiligen Texten verborgen. Die zunehmend harte Politik Roms öffnete neue Risse in der jüdischen Gemeinschaft. Der Tempel in Jerusalem war längst mehr als ein Ort des Gebets. Er war das Symbol des kollektiven Widerstands. Als Rom den Tempel ins Visier nahm, ging es nicht nur um Steine und Mauern, sondern um das Herz einer jahrtausendlangen Identität. Und als der Tempel im Jahr 70 nach Christus tatsächlich zerstört wurde, kam es zum zweiten großen Bruch der jüdischen Geschichte. Doch diese Zerstörung markierte zugleich eine zweite Wiedergeburt. Es gab keinen Tempel mehr, keine Opfer, keine Priesterschaft. Genau in diesem Moment trat jedoch eine der stärksten Säulen des Judentums in den Vordergrund: die Kultur des Lernens. Der Weg zu Gott führte nun nicht mehr über Rituale, sondern über das Verstehen der Texte. So entstand ein neuer geistiger Mittelpunkt, die Bet Midrash, das Haus des Lernens. In dieser Zeit begann die Entstehung des Talmuds. Über viele Jahrzehnte kamen Gelehrte zusammen, diskutierten die Gesetze, analysierten Beispiele, öffneten geduldig die Bedeutung jedes einzelnen Wortes. Der Talmud war nicht einfach ein Gesetzeswerk. Er wurde zu einem gewaltigen Gedächtnis, das die Beziehung zwischen menschlichem Denken und heiligem Text festhielt. Jede Diskussion wurde als eine Form des Gesprächs zwischen Gott und dem Menschen verstanden. Denn im jüdischen Denken war das Fragen keine Auflehnung, sondern eine heilige Pflicht. Die römische Unterdrückung leitete eine Epoche ein, in der das Judentum lernte, auf äußere Angriffe mit innerer Stärke zu antworten. Der Mensch fand Gott nicht mehr nur in einem heiligen Raum, sondern im Wort selbst. Und der Ort des Wortes war nun nicht mehr zerstörbar. So wurde das Judentum ein weiteres Mal zu einem Glauben, der nicht an Ort und Raum gebunden war. Der Tempel war zerstört, doch das Wort stand noch, und das Wort bewegte sich mit dem Menschen weiter. Nach der Zerstörung des zweiten Tempels zerstreute sich das jüdische Volk in alle Winkel der Welt. Sie füllten die römischen Straßen, die Märkte Mesopotamiens, die Hafenstädte Anatoliens und später die engen Gassen Europas. Jede neue Siedlung war zugleich ein neuer Anfang und eine neue Prüfung, denn das Judentum war inzwischen nicht mehr nur ein Glaube, sondern eine Lebensform geworden. Eine Art, im Exil zu bestehen, die eigene Identität neu zu formen und das kollektive Gedächtnis zu bewahren. Jeder Schritt, der sie von den Mauern Jerusalems entfernte, hätte sie theoretisch vom Bund mit Gott distanzieren können. Doch das Gegenteil geschah. Im jüdischen Verständnis konnte Gott niemals auf einen Ort begrenzt werden. Er war in jedem Bund, in jedem Gebet, in jedem gelesenen Text gegenwärtig. Deshalb gab es keinen Moment, in dem die Diaspora ihr Wesen nicht mit sich getragen hätte. Die größte Kraft dieser Epoche lag darin, dass die Rituale innerhalb der Familien neue Gestalt annahmen. Die Schabbattische verwandelten sich in stille Tempel innerhalb kleiner Häuser. Die erzählten Geschichten wurden zu den ersten Bausteinen der Identität in den Köpfen der Kinder. Jedes Fest war keine bloße Wiederholung der Geschichte, sondern ein bewusstes Erinnern, das das Gedächtnis lebendig hielt. Jeder Satz, der in der Pessachnacht gesprochen wurde, flüsterte, dass der Auszug aus Ägypten nicht nur ein Ereignis der Vergangenheit, sondern ein heute weitergeführtes Freiheitsstreben war. Diese Rituale waren nicht nur ein Mittel, das Judentum am Leben zu halten, sie wurden zu Strukturen, die es in jeder Generation neu errichteten. Denn im jüdischen Denken lag das Heilige nicht in Mauern, sondern in der Kette der Erinnerung, die jede Generation mit ihrer eigenen Verantwortung bewahrte. Ein Tempel konnte zerstört, eine Stadt erobert, ein Buch verbrannt werden,
Doch solange die Erzählungen weitergetragen wurden, ging nichts endgültig verloren. Ein weiterer zentraler Pfeiler der Diaspora war die Konzentration der Gelehrsamkeit. Jüdische Gelehrte erweiterten die Kommentare zum Talmud und suchten Antworten auf die Fragen jeder neuen Zeit. Die Texte waren kein starres Gebäude, sondern atmende Strukturen, die mit dem Denken jeder Generation neu lebten. Denn selbst wenn der Kern des Textes unverändert blieb, die Welt des Menschen veränderte sich. Und eine veränderte Welt verlangte neue Perspektiven. So entwickelte sich das jüdische Denken im Laufe der Zeit zu einer tief verankerten Diskussionskultur. Die Existenz vieler Ansichten statt einer einzigen Wahrheit galt nicht als Schwäche, sondern als Ausdruck der Weite des göttlichen Wortes. Der menschliche Verstand wurde zu einem Werkzeug, das die Türen zur Wahrheit öffnete. Fragen galten daher als heilig. Eine der wichtigsten Lehren der jüdischen Tradition lautete: Die richtige Frage zu finden, ist wertvoller als die richtige Antwort. Im Mittelalter übernahmen Juden bedeutende Rollen auf Handelsrouten, in Zentren der Wissenschaft, in der Medizin und der Philosophie. Doch diese Epoche war zugleich von Verfolgung, Vertreibung, Diskriminierung und Pogromen geprägt. In vielen Teilen Europas wurden Juden in Ghettos gedrängt, ihrer Besitztümer beraubt und wütenden Menschenmengen ausgeliefert. Diese Zeiten hinterließen tiefe Wunden, stärkten jedoch zugleich den Widerstand und das Bewusstsein der Gemeinschaft. Denn im jüdischen Denken war Schmerz keine zerstörerische Dunkelheit, sondern eine Prüfung, die das innere Licht sichtbarer machte. Exil, Druck und Zerstreuung wurden nicht nur als traumatische Erfahrungen erinnert, sondern auch als Kräfte, die die Identität formten und stärkten. Diese Hoffnung war in den Worten der Tora verankert. Einst wirst du zurückkehren. Diese Rückkehr war nicht nur geografisch zu verstehen, sondern auch als eine Rückkehr der Seele zu ihrem Ursprung. Mit dem Eintritt in die Neuzeit sah sich das Judentum der Komplexität der modernen Welt gegenüber. Die Wissenschaft erstarkte, der interreligiöse Austausch nahm zu, Gesellschaften veränderten sich. Doch der jüdische Glaube verlor sich in diesen Umbrüchen nicht. Im Gegenteil, er übertrug seine Texte auf neue geistige Ebenen. Identität wurde nun nicht nur als Ritual verstanden, sondern auch als ethische Haltung, kulturelles Gedächtnis und historisches Bewusstsein. Eine der größten Zäsuren der jüngeren Geschichte war der Holocaust. Der grausamste Völkermord, den die Welt gesehen hatte, hinterließ im Gedächtnis des jüdischen Volkes unauslöschliche Spuren. Doch selbst dieser Versuch, ein Volk vollständig auszulöschen, zerstörte den Glauben nicht. Denn jüdische Identität gründete sich nicht auf äußere Sicherheit, sondern auf die innere Bindung. Millionen verloren ihr Leben, doch das Gedächtnis stand auf den Schultern jener, die überlebten, wieder auf. Heute ist das Judentum nicht nur eine Religion, sondern ein Symbol für Widerstandskraft, Erinnerung und den Schutz des inneren Lichts des Menschen. Ein Bund, der allen Exilen standhielt. Eine Hoffnung, die aus der Asche eines zerstörten Tempels neu erblühte. Eine Identität, die in jeder Generation erneuert wird. Am Ende dieser langen Reise bleibt eine einzige Wahrheit bestehen. Ein Volk vergeht nicht, solange es den Bund mit Gott nicht vergisst. Und kein Mensch versinkt in Dunkelheit, solange er sein inneres Licht bewahrt. Bis zum nächsten Video, bleibt der Vernunft und dem Wissen treu.